Und ja, skaliert. HP-Pad skaliert mit einer HP-Rate. Also wenn du 50% HP-Rate hättest, was man allein durch Patience schon gefühlt hat, wenn man sonst noch Zeug hat, dann kriegst du quasi nochmal wesentlich mehr HP durch das Pad. Also in meinem Fall 12.900 auf 16.400. Wobei man halt sagen muss, wenn man wirklich viel HP-Rate hat, ist man ja eigentlich ein Tank. Und meiner Meinung nach ist... Also kommt auf dein Equipment an. Aber ich persönlich bin ja großer Fan vom Hippogriff. Mit eingehender Schadensverringerung. Also zumindest was den Grace-Effekt angeht. Ist auf jeden Fall besser als der vom Nightmare. Der Nightmare ist, glaube ich, Blockrate oder so. Weiß ich gar nicht. Ist auch blöd, dass man das nicht nachschauen kann eigentlich. Kann man legit in-game nicht nachschauen, was der Grace-Effekt ist, ohne ihn zu aktivieren. Das ist ja echt total bescheuert. Ich meine, woher will man es wissen, wenn man das Pad zum ersten Mal hat? Naja, auf jeden Fall, HP-Pad ist nice. Aber wenn ich DPS bin für Bosse, ja, dafür ist HP-Pad nice. Ich sage ja, für einen Full-Tank... Also vor allem in Dungeons, du stirbst eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, nie, weil dir 5.000 oder 10.000 HP fehlen. Ich meine, dafür kriegt man ja auch viel zu viel Schaden. Wenn du zum Beispiel 30 Cobras tankst oder 50 Cobras und selbst wenn du jeden Hit blockst, bekommst du 5.000 Schaden die Sekunde plus das Gift. Also da überlebst du halt eine halbe Sekunde länger mit 5.000 oder 10.000 mehr HP. Ich meine, gut, okay, ein perfektes Nightmare mit Full Tank, wo du was weiß ich, 60-70% HP-Rate im Equipment hast. Sicherlich ist es da mehr. Da sind es dann vielleicht sogar 20.000, die dir so ein richtig krasses HP-Pad bringt. Keine Ahnung. Kommt drauf an. Aber der Punkt ist, dass es dich trotzdem nur 1-2 Sekunden länger am Leben hält. Also wie gesagt, kommt halt aufs Equipment an. Man sieht es ja schon daran, wie wenig HP wert ist, dass viele Tanks in der Regel Verteidigung auf ihr Set sockeln, um nochmal ein bisschen Schadensverringerung zu kriegen, statt dass sie auf den höchstmöglichen HP-Wert gehen. Das zeigt ja eigentlich schon, wie doch relativ wenig wert HP wirklich ist. HP aufrechterhalten und so ist viel wichtiger als wirklich HP haben. Oder einfach den Schaden zu reduzieren. Ab einem gewissen Punkt, der halt noch mehr HP so gut wie nichts bringt. Wie gesagt, überlebst eine halbe Sekunde länger. Also als Tank. Aber eine halbe Sekunde bringt dich nicht durch den Dungeon. Oder durch die AOE. Aber ja, so ein richtig fettes HP-Pad wäre schon geil, zugegebenermaßen. Aber die sind halt auch ziemlich teuer. Also auf Bürodeng, wenn du dir ein perfektes Pad kaufen willst, musst du so rechnen 7 Milliarden, 5 bis 7. Aber HP-Pad ist eins der besten, also das ist eins der teuersten. Könnte sogar das teuerste sein. Neben Crit Damage. Da zahlst du locker... Ja gut, und Fox ist glaube ich auch ziemlich teuer. Ja, da zahlst du schon locker so 7 wahrscheinlich. 7 Billion Peñas. Auf der anderen Seite, wenn du einmal ein perfektes Pad hast, also zumindest Stand jetzt und in den Patch Notes, oder nicht Patch Notes, in dem Update-Preview Dingenskirchen, in dieser Roadmap stand ja eigentlich, glaube ich, nichts von Pads drinnen. Müsste ich mich täuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, da stand nichts drin. Also wenn sie in dem großen Update an den Pads nichts ändern und auch keine neuen Pads dazukommen und so, und es mit den Pad-NPCs auch gleich bleibt und auch da, warum sollten sie das ändern, wäre eigentlich voll random.
Wenn sie es jetzt plötzlich ändern würden, nachdem das ja auch schon wieder ewig im Game ist. Also wenn sich da absolut nichts ändert, werden die ja nur noch günstiger wahrscheinlich. Und dann ist es schon eine geile Investition, weil ich meine, du kaufst dir einmal ein perfektes Pet, ja, ist teuer, weil man könnte doch auf Preis-Leistung gehen und sagen, man kauft sich nur ein 42 Crit Damage Pet oder so und spart sich nochmal 2 Milliarden für 3% Crit, whatever. Oder auch bei HP, spart sich 200-300 HP und hat dafür aber 2-3 Milliarden weniger ausgegeben. Gut, kann man auch machen. Aber in dem Fall ist es halt wirklich eine einmalige Investition. Das Pet im Unterhalt kostet quasi nichts im Vergleich zu dem, was es einbringt an Werten, an Status. Und dann hast du es. Dann kannst du sagen, das ist abgehakt, fertig, perfekt, boom. Wobei man in der Regel mindestens 2 Pads braucht. Also jede Klasse theoretisch ein HP-Pad plus das Damage-Pad für die jeweilige Klasse. Also braucht man jetzt nicht zwingend, aber ist schon cool, wenn man es hat. Also ein Damage-Dealer würde halt ein perfektes Crit-Damage und ein perfektes HP-Pad im Best-Case haben und dann immer switchen, je nach Situation. Bei schwächeren Bossen oder so oder beim Leveln das Crit-Damage-Pad und beim Farmen Bosse, AOE vielleicht sogar, dann das HP-Pad. Und wie viel ein perfektes HP-Pad bringt? 7129, glaube ich. Also safe 7000, also Anfang von 7000, nicht 79, 71, 7129, glaube ich. Auf jeden Fall ziemlich crazy. Also ein perfektes HP-Pad bringt dir eigentlich straight up immer 10.000. Einfach wegen Patience schon. Maximal Patience Buff ist maximal 20% oder bei Patience. Ich habe jetzt diese Low-Level Master Buffs. Ja, 20%. Ja, genau. Das heißt, ein perfektes Nightmare bringt dir eigentlich immer über 10.000 HP. Das ist schon insane. Also selbst wenn du auf Full Damage Equipment bist, Minimum 10.000 plus. Von 15 auf 25.000, von 20 auf 30.000. Minimum, wie gesagt, gegebenenfalls sogar noch viel mehr. Wenn man Power-Ups oder sowas aktiviert. Schon crazy. Also schon eine Investition, die sich lohnt. Und das sage ich schon ewig. Also in all meinen Guides sogar, die jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt sind oder so, sage ich das auch. Dass es eine super gute Investition ist, sich ein HP-Pad zu holen, wenn man irgendwo mit HP struggelt. Weil es halt für das, was es bringt, arschgünstig ist. Vor allem im Low-Level. Also im Low-Level ist HP-Pad wie ein Cheat-Code. Du kannst ja aus irgendeinem Grund, ich verstehe immer noch nicht wieso, aber man kann ja HS-Pads kann man ja sogar schon mit Level 60 benutzen, was für Flive Universe eigentlich voll unlogisch ist, weil sonst hat ja alles so eine krasse Levelbeschränkung. Du kannst auch nicht mal Schmuck tragen, also gut, bei Ultimate-Schmuck verständlich, aber auch bei CW-Schmuck und so musst du ja auch immer ein gewisses Level erreichen. CW-Schmuck plus 3, der ist ja nicht mal so heftig, ist ja glaube ich für Level 80. Aber ein S-Pad, das dir halt über 10.000 AP bringen kann, je nach Buffs und Power-Ups und so, kannst du ab Level 60 benutzen. Oder jetzt spielt man Level 60er Face-Tank AOE mit einem perfekten HP-Pad. Der ist literally unsterblich. Weil du auf dem Level normalerweise, keine Ahnung, 3.000 HP hast höchstens. Wenn du viel SDA hast, vielleicht 5.000. Und dann rüstest du einfach etwas aus, was dir 10.000 HP gibt. Und du bist plötzlich einfach unsterblich. Also, das ist eigentlich übelst krass wie... Also, Pets sind eigentlich das, was in Flive PC immer dieses... Also, in Flive PC konntest du auch perfekte Pets ausrüsten, aber die Pets in Flive PC hatten ja die schlechteren Effekte mit, in Anführungszeichen, nur 75 STR. Wobei ein HP-Pad hättest du in Flive auch ausrüsten können, da war es genauso gut, aber hat keiner gemacht. Weil man da ja fast nur 1v1 gelevelt hat. Aber trotzdem im Vergleich ist es schon wirklich brutal. Oder auch ein Crit-Rate-Pad bei einem 60er Blade. 31% Crit-Rate auf Level 60, wenn du ein perfektes Pad hättest. Natürlich hat keiner ein perfektes Pad auf Level 60, ist klar. Aber es geht ja mehr ums Prinzip und nicht darum, ob das realistisch ist. Aber auf jeden Fall, Pads sind eine sehr gute Investition, ja. Und probably werde ich auch, also wie gesagt, das Update werde ich vielleicht noch abwarten und wahrscheinlich auch das Ende vom FEC-Server, weil, ich denke, nach dem Ende des FEC-Servers könnten die Pad-Preise auf Broding schon etwas ansteigen. Weil ja wahrscheinlich wieder einige neue Leute am Start sind, die vorher auf Broding nicht gespielt haben oder zumindest keine Endgame-Ausrüstung und Pads hatten. Und
Das würde ich wahrscheinlich noch abwarten. Dann wahrscheinlich zur Sicherheit noch das Update. Nicht, dass sie doch neue Pets releasen oder so, oder dass sie irgendwas am Petsystem ändern. Man weiß es ja nicht. Könnte ja trotzdem sein. Auch wenn es nicht in der Preview drinsteht, in der Roadmap drinsteht, heißt das nicht, also das heißt ja nicht, dass alles in der Roadmap drinsteht. Da stehen ja wahrscheinlich nur die wichtigsten Sachen drin. Könnte ja trotzdem sein, dass sie irgendwas ändern. Das werde ich wahrscheinlich noch abwarten. Und wenn dann nichts passiert und die Preise dann sich wieder normalisiert haben, beziehungsweise weiter runtergehen, weil Pets werden ja nur noch günstiger, seit die Pet-NPCs released wurden, dann werde ich wahrscheinlich auch mal mir den Luxus gönnen und mir ein perfektes kaufen. Aber es schwierig ist bei mir, weil ich bräuchte rein theoretisch ein Int-Pad, ein HP-Pad und ein Crit-Damage-Pad. Und 3 Stück zu kaufen ist dann schon ziemlich crazy. Aber man kann ja erstmal mit einem anfangen. Ich meine, wie gesagt, wenn man so viele braucht, dann wäre es wahrscheinlich klüger, man kauft sich kein perfektes, sondern ein semi-perfektes. Also macht schon einen Riesenunterschied. Also von den Stats her macht es keinen Riesenunterschied. Wenn du zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 hast, versus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Preislich macht das locker eine Milliarde 2 Unterschied. Also statt 7 Milliarden, das heißt nur noch 5 oder 4 oder 4, 5 oder whatever. Und in der effektiven, also effektiv gibt es dir 3% oder 4% Crit Damage weniger, 400 HP weniger, aber du zahlst direkt mal 20, 30% weniger. Natürlich dann wieder die Frage. Und es gibt sehr viele semi-perfekte Pets, wo wirklich nur ein Level schlecht ist. Quasi zweitbeste, drittbeste, viertbeste Pets. Gibt es auch sehr viele.